Olga, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hallo, ich bin Michel. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute wollen wir über ein ganz besonderes Thema reden. Es geht um die Frage, die uns am häufigsten gestellt wurde auf unserer Fahrradweltreise. Was wohl unsere Reise kostet und was wir in den letzten 3 Jahren Fahrradweltreise ausgegeben haben. Für die Summe kaufen sich andere Leute mal eben ganz schnell ein neues Auto. Wir führen über unsere Ausgaben ganz genau Statistik. Wir schreiben jeden Tag auf, was wir ausgeben und wofür wir es ausgeben. Und wir haben das halt in unterschiedliche Kategorien unterteilt und die gehen wir jetzt nach und nach durch. Als erstes die monatliche Fixkosten, und zwar eine Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung und die Kosten für unsere Homepage. Sind zusammen 125,70 €, die wir im Monat an Fixkosten haben. Dann haben wir die laufenden Kosten. Darin ist dann alles enthalten, wie zum Beispiel Essen und Trinken und Hygieneartikel, aber auch Eintrittsgelder oder irgendwelche Gebühren, die wir bezahlen müssen für irgendwelche Sachen. Also alles, was quasi alltäglich so anfällt. Und das sind insgesamt 265 € pro Monat. Dann kommt der dritte Punkt, und zwar die Übernachtungskosten. Zu gut 50% übernachten wir im Zelt. Das kostet nichts. 20% sind wir bei Privatpersonen. Ist auch sehr nett und kostenlos. 30% allerdings sind das die Übernachtungen im Hostels, Hotels, für die man bezahlt. Und das sind in den letzten 3 Jahren, das muss ich nachgucken, 3.379 €. Ungefähr 1.000 € pro Jahr für Hotels und Apartments. Und jetzt hier in Chiang Mai sind wir zum Beispiel für 6 Wochen. Letztes Jahr waren wir in Goa für 3 Monate. Haben wir uns da quasi jeweils einquartiert und ja, dafür passt das auf jeden Fall. Also man könnte, wenn man wollte, die Kosten auf jeden Fall deutlich senken, wenn man öfters Couchsurfing, Warm Showers nutzen würde oder öfters halt im Zelt schlafen möchte. Aber ja, wir genießen das auch sehr von Zeit zu Zeit, irgendwo quasi unser eigenes Quartier zu haben, unser eigenes Apartment, wo wir unsere Privatsphäre haben, wo wir ganz in Ruhe arbeiten können, wo keine anderen Leute dann irgendwie hin und her laufen oder oder wir mit dem Gastgeber irgendwie zusammen irgendwelche Dinge machen oder so. Das ist natürlich immer jedes Mal schön und bringt auch eine Menge Spaß, aber wenn wir jetzt halt in diesen Apartments sind, dann haben wir unseren Fokus halt ein bisschen mehr auf die Arbeit gelegt. Das bedeutet, dass wir dann halt ein bisschen an unserem Blog und YouTube arbeiten wollen, ein bisschen was schaffen wollen, und dafür haben wir dann uns in den letzten 3 Jahren entsprechend öfters mal irgendwo einquartiert. Dann geht bei unseren Fahrrädern natürlich ab und an auch mal was kaputt. Das bedeutet, wir brauchen durchaus auch mal Ersatzteile. Das war auf unserer bisherigen Reise zum Glück noch nicht so oft der Fall. Es waren meistens nur Kleinteile. Das Größte, was vielleicht kaputt gegangen ist, war meine Hinterradfelge in der Türkei. Das war schon ein bisschen aufwendiger, aber sonst war es immer nur Kleinkram, mal eine neue Kette, mal ein neues Ritzel, neue Schläuche natürlich. Jetzt habe ich mir gerade noch neue Handgriffe gekauft. Also alles ein Kleinkram. Und insgesamt haben wir dafür dann 846 € in den letzten 3 Jahren ausgegeben. Also irgendwie knapp 300 € pro Jahr. Das ist auf jeden Fall auch nicht so viel. Das passt auf jeden Fall. Und dann brauchen wir ab und an auch mal neue Ausrüstung. Also das sind dann Sachen, die nicht unbedingt kaputt gegangen sind, sondern die wir einfach irgendwie gerne haben wollen oder brauchen. Da haben wir uns zum Beispiel mal einen neuen Laptop gekauft, ein neues Tablet. Die Kamera haben wir uns neu gekauft, mit der wir jetzt gerade filmen. Ein neues Objektiv haben wir uns mal gekauft. Klamotten, genau, also all sowas, was wir irgendwie an neuen Sachen brauchen. Und da haben wir insgesamt in den 3 Jahren 4.124 € für ausgegeben. Das sind dann insgesamt 16% von unseren Gesamtkosten. Also schon ein ganz großer Teil. Ein weiterer Ausgabepunkt sind die Transportkosten. Natürlich fahren wir mit dem Fahrrad
und das kostet nichts, aber ab und an müssen wir auf die anderen Transportmittel greifen, zum Beispiel Fähren, Zügen oder Flüge. Und dafür haben wir in den letzten 3 Jahren 2.615 Euro ausgegeben, was auch schon ein bisschen Geld ist. Dafür, dass wir eigentlich mit dem Fahrrad fahren, ja, schon. Ja, aber wenn man mit dem Fahrrad fliegt, dann kostet das auch meistens das Doppelte. Ja. Und ja, ein paar Mal musste man fliegen, ein paar Mal musste man die Fähre nehmen. Wir würden schon am liebsten die ganze Zeit mit dem Fahrrad fahren. Ja, lässt sich aber leider nicht vermeiden, irgendwie ja, ab und an dann doch auf andere Transportmittel angewiesen zu sein. Zum Schluss haben wir dann noch Kosten für die unterschiedlichen Visa, die wir brauchen. Ja, also in viele Länder können wir natürlich auch ohne Visum einreisen, beziehungsweise es gibt ja, Visa on Arrival, die dann zum Teil auch umsonst sind. Aber für einige Länder brauchen wir ein Visum und das müssen wir im Vorhinein beantragen. Und insgesamt haben wir dafür 1.600 Euro ausgegeben, was mal eben wirklich ja 6% der Gesamtkosten sind. Und das ist schon ganz schön viel, finden wir, weil es ja einfach nur ein Zettel, einfach nur eine Erlaubnis ist, in das Land einzureisen. Und ja, weiß ich nicht, es halt auf die Nationalität ankommt, wo man herkommt, wie viel man dann dafür bezahlt und so, wir können uns damit nicht so richtig anfreunden, ehrlich gesagt. Wir sind halt für Freiheit, wir sind für dafür, ohne Grenzen. Dass jeder Mensch auf der ganzen Welt dahin reisen kann, wo er möchte, ohne dafür Geld zu bezahlen. Deswegen, ja, sehen wir das ein bisschen kritisch, aber gut, jetzt ist es so und wir sind natürlich glücklich und fröhlich darüber, dass wir so einen starken Reisepass haben, dass wir auch wirklich in diese ganzen Länder einreisen können. Aber nichtsdestotrotz ist da trotzdem irgendwo ein Fehler im System unserer Meinung nach. Und wir würden uns freuen, wenn in Zukunft ja, diese Kosten geringer werden und es halt für mehr Menschen möglich ist, in diese Länder auch einzureisen. Weil ja, 1.600 Euro sind schon echt ganz schön viel, finden wir. Wenn euch das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, da haben wir auch ein eigenständiges Video zu gemacht, wie wir dann unterwegs während unserer Reise die ganzen Visa beantragen und welche unterschiedlichen Möglichkeiten es da gibt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir dann, glaube ich, zum interessantesten Punkt des ganzen Videos, nämlich wie viel haben wir in den letzten 3 Jahren insgesamt für unsere Fahrradweltreise ausgegeben. Und es sind, ich muss auf meinen Spickzettel gucken, insgesamt 26.281 Euro. Und wenn man sich die Summe mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man, dass das echt nicht viel Geld ist. Für die Summe kaufen sich andere Leute mal eben ganz schnell ein neues Auto oder weiß der Geier was, geben es einfach so im Verlaufe der Jahre irgendwie aus. Und wir haben jetzt 3 Jahre lang einen All-Inclusive Abenteuerurlaub um die gesamte Welt. Und ja, das Verhältnis ist, glaube ich, schon ziemlich krass. Also das sind ja ungefähr 9.000 Euro im Jahr, wohlgemerkt für uns beide. Also 4.500 Euro pro Person pro Jahr. Ich glaube, das geben andere Menschen auch mal ganz schnell in ihrem 2- oder 3-wöchigen Jahresurlaub aus, würde ich mal grob sagen, je nachdem, wo es hingeht. Und ja, wir reisen seit 3 Jahren ununterbrochen und leben unseren Traum, leben die Freiheit. Und es ist halt einfach nicht teuer. Dieser Reisestil ist nicht teuer. Man kann so günstig reisen mit dem Fahrrad. Auch alles sehr individuell. Man kann die Kosten natürlich, es kann mehr sein, es kann auch aber weniger sein, wenn man weniger neue Sachen kauft, wenn man weniger im Hotel schläft, wenn man weniger essen geht, wenn man quasi sich weniger Luxus gönnt, dann ist es noch günstiger. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Also man könnte definitiv noch deutlich günstiger reisen, da sind wir uns ganz sicher.
Aber natürlich sind auch nach oben hin, wie immer, eigentlich kaum Grenzen. Also man kann natürlich öfters im Hotel schlafen, öfters im Restaurant essen gehen. Das sind Dinge, die wir halt ja, versuchen zu vermeiden. Ganz vermeiden lassen sie sich dann vielleicht nicht immer, oder wir wollen halt diesen Luxus zum Teil auch ganz gerne haben. Und diese ja, gut 26.000 Euro, das sind nun unsere Kosten, also für unseren Reisestil. Wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, dann würdet ihr höchstwahrscheinlich auf andere Kosten kommen, weil es halt auch immer sehr individuell ist. Also wenn, ja, was weiß ich, es kann am ersten Tag irgendwie dein Fahrrad kaputt gehen, dann brauchst du irgendwie ein neues Fahrrad oder weiß der Geier was, oder irgendwelche Gesetzeslagen ändern sich und du darfst irgendwie in irgendwelchen Ländern nicht mehr zelten und musst irgendwie immer im Hotel schlafen. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber ja, die Erfahrung haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren gemacht. Und ja, wir können auf jeden Fall nochmal sagen, pro Tag haben wir Ausgaben von 25,30 Euro. Für 2 Personen? Für 2 Personen, genau. Das heißt, ja, pro Tag, pro Person ungefähr 12,50 Euro. Und im Monat sind das dann 770 Euro. Das ist, ja, ein bisschen mehr vielleicht, als unsere Miete damals in unserem Hamburger Apartment gekostet hat. Und ja, nur die Miete. Und jetzt haben wir dafür einen All-Inclusive Urlaub hier. Das ist schon ziemlich cool. Wir können auf jeden Fall auch sagen, dass sich in den Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, unsere Kosten doch leicht erhöht haben von Jahr zu Jahr. Also unsere Durchschnittskosten sind langsam immer angestiegen. Ja, wir gönnen uns mehr und mehr Luxus. Ja, genau, das ist auf jeden Fall der Punkt, würde ich auch sagen. Wir sind jetzt im letzten Jahr insbesondere deutlich öfter in Hostels und im Hotel gewesen. Und in Indien und Nepal waren wir auch deutlich öfter in Restaurants. Und obwohl es so viel günstiger ist halt doch das Problem, wenn man dann oft hingeht, weil es so günstig ist, dass man dann halt doch hohe Ausgaben hat. Und ja, im ersten Jahr in Europa waren wir nie im Restaurant. Und wir waren vielleicht 1- oder 2-mal in einem Hotel. Und im ersten Jahr unserer Reise haben wir 7.000 Euro ausgegeben. Oder 7.700 Euro, glaube ich. Und ja, wie ihr sehen könnt, jetzt ist es halt ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, im letzten Jahr haben wir irgendwie 9.000 Euro ausgegeben ungefähr. Und in dem Jahr davor dann 8.000, kommt das ungefähr hin? Ja. Oder auch 9.000 oder 8.000. Ja, also irgendwie so 8.000, 9.000 Euro ungefähr pro Jahr. Sehr, sehr individuell, kommt natürlich auch drauf an, in welchen Ländern man unterwegs ist. Es gibt sehr günstige Länder und es gibt sehr teure Länder. Wobei man natürlich aufpassen muss, in den günstigen Ländern sind Restaurants und Hotels sehr günstig. Und wenn man oft hingeht, gibt man trotzdem viel Geld aus, obwohl es ein günstiges Land ist. Ja, aber jeder findet seine eigene Balance, jeder findet seine eigene Komfortzone. Und das, was wir jetzt machen, gefällt uns. Und jo. Absolut. Also zum Nachlesen gibt es das Ganze auch nochmal auf unserer Statistik, auf unserem Blog. Da haben wir zum einen die genaue Statistik, die wir jetzt quasi euch gesagt haben, alles nochmal aufgeschrieben. Die updaten wir auch ziemlich regelmäßig, sodass ihr immer die neuesten Zahlen habt zu unseren Ausgaben, aber auch zu den gefahrenen Kilometern, wie viele Länder wir besucht haben und wie oft wir im Zelt geschlafen haben. All sowas könnt ihr da nachlesen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und genauso ist auch noch ein Link zu einem Blogartikel von uns, wo wir nach dem ersten Jahr auf unserer Fahrradweltreise einmal alle Kosten aufgeschlüsselt haben und auch nochmal genau beschrieben haben, wofür wir das Geld ausgeben. Das war's dann von uns. Das sind unsere Ausgaben auf unserer Fahrradweltreise. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Absolut. Danke. Ciao.